Herzlich willkommen in unserem Ausstellungsraum. Hier werden in regelmäßigen Abständen Ausstellungen unserer historischen und besonderen Bestände gezeigt. Dieses Video gibt einen Einblick in die Ausstellung Was da kreucht und fleucht, Tierdarstellung in spätmittelalterlichen Handschriften der SUOB Bremen. Zu den bedeutenden historischen Schätzen in der SUOB gehört eine Sammlung mittelalterlicher Handschriften, die 127 Werke umfasst. Diese bilden das vollständige Spektrum mittelalterlicher Geistes- und Kulturgeschichte ab. Die Handschriften sind zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert entstanden und zeigen die Vielfältigkeit hinsichtlich Sprache, Textsorte und Textgestalt. Erhalten sind Handschriften auf Latein, Griechisch, Tschechisch und in verschiedenen deutschen Dialekten. Die Sammlung beinhaltet Kodizes aus dem kirchlichen Bereich, Andachts- und Stundenbücher sowie Chroniken und Rechtsbücher aus dem weltlichen Bereich. Eine Besonderheit der mittelalterlichen Handschriften sind die vielfältigen und künstlerisch wertvollen Illuminationen. Auf vielen dieser Illuminationen befinden sich Tierdarstellungen, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. In den meisten Handschriften tauchen Tiere nur nebenbei auf. Eine der wenigen Exemplare, in denen es inhaltlich um Tiere und die Natur geht, ist die Naturenzyklopädie des Niederländers Jacob van Maerlant. Die Enzyklopädie ist 1453 entstanden und wurde auf Papier geschrieben. Darin werden in mehreren Kapiteln die einzelnen Bereiche der Natur vorgestellt: Vierfüßler, Lebewesen des Meeres oder Schlangen. Zu allen Tierdarstellungen gibt es jeweils eine Miniatur sowie eine Beschreibung. Dabei vermischen sich deskriptive Beschreibungen mit Wertungen und Darstellungen in der Bedeutung der Tiere für den Menschen. Tiere begleiteten die Menschen des Mittelalters, sowohl auf der Erde als auch in der himmlischen Sphäre. Ob als Nutztiere oder Begleiter, in der Miniaturmalerei waren sie allgegenwärtig. Besonders in den beliebten Stundenbüchern spielten sie eine wichtige Rolle. In den Kalendarien dieser Bücher begleiteten sie den Jahreslauf und machten die Verbindung zwischen Menschen und Natur sichtbar. Die immer wiederkehrenden Motive zeigen, dass Tiere ein fester Bestandteil des mittelalterlichen Alltags waren. In der Buchmalerei eröffnete sich dem Klerus und dem Adel ein Blick auf das Leben der bäuerlichen Schichten. Die Miniaturen zeigen Menschen bei ihren typischen Monatstätigkeiten auf dem Land, in den Städten, bei Festen oder auf der Jagd. Dadurch wurden die Bedeutung der irdischen Arbeit verdeutlicht, sowohl für das Individuelle als auch für das Seelenheil der Gemeinschaft. Hier sehen wir den großen Lombardus-Psalter, in dem sich viele verschiedene Drachenabbildungen wiederfinden. Während die Texte bei den Handschriften oftmals vorgegeben waren, hatten die Miniaturmaler bei den Illuminationen mehr Gestaltungsspielraum. Die Drachen hier zieren besondere Initialien, eine eigenständige Erfindung des Mittelalters. Zum eigentlichen Text haben die Drachen keinen Bezug. Fabelwesen wie Drachen oder Greifen werden heute in besonderer Weise mit der Bildwelt des Mittelalters verbunden. Den Realitätsbezug erhielten diese Tiere durch biblische Überlieferungen und Geschichten der großen mittelalterlichen Erzählungen und Handschriften. Für die Verfasser mittelalterlicher Handschriften waren viele der dargestellten Tiere kaum aus eigener Anschauung bekannt. Die Grenze zwischen realen Tieren und Fabelwesen war daher oft fließend. Was wir heute als Fantasiewesen betrachten, existierte für die Menschen des Mittelalters auf einer ganz anderen Wahrnehmungsebene. Ein besonderes Werk dieser Ausstellung ist die Sächsische Weltchronik. Sie verband als eine der ersten in Volkssprache verfassten Universalchroniken Gelehrtheit und Unterhaltung. Die Weltchronik beginnt bei der Erschaffung der Welt und reicht bis in die Gegenwart des Schreibers um 1300. Die Illuminationen dienten dabei der unterhaltenden Belehrung. Diese Bremer Handschrift ist mit über 400 Miniaturen besonders viel bebildert. Ein Großteil der Miniaturen erzählt ihre ganz eigene Geschichte. Die Illuminatoren interpretierten historische Ereignisse auf ihre Weise und scheuten sich nicht, auch die dunklen Seiten des menschlichen Daseins darzustellen, wie Mord und Totschlag. Wie bereits erwähnt, kommen in mittelalterlichen Handschriften nicht nur Tiere vor, die uns bekannt sind. Hier wird die Märtyrerin Margareta von Antiochien auf einem großen grünen Drachen reitend dargestellt, der einen Zipfel ihres Mantels im Maul hält. Der Drache galt als Tier der Unterwelt und Bewacher der Hölle. In diesem Stundenbuch sind die Darstellungen von Mischwesen, halb Tier und halb Mensch, häufig nicht eindeutig zu identifizieren. Tiere waren in den mittelalterlichen Handschriften nicht nur bei den großen Illuminationen in der Bildmitte vertreten,
sondern auch auf den Rändern verteilt. Durch den großen Aufwand und die hohen Kosten der Herstellung mittelalterlicher Handschriften können die Darstellungen nicht als zufällig betrachtet werden. Sie beeindrucken durch ihre Fülle, die glanzvolle Ausführung und die Art und Weise der Darstellung des Wesens. Zur Frage, worin der Schlüssel ihrer Betrachtung liegt, ist sich die Forschung nicht einig. Ob in der Art der dargestellten Wesen, ihrer Position auf der Seite, dem Bezug zu den großen Illuminationen oder etwas ganz anderem. Sicher ist, die mit hohem Aufwand erstellten Miniaturen faszinieren damals ebenso wie heute. Dies war nur ein kurzer Einblick in unser vielfältiges Angebot. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einer der nächsten Ausstellungen begrüßen dürfen.